Die erste Staffel von Wednesday war für mich eins der Highlights der vergangenen Jahre und schlug ein wie eine Bombe bei vielen Serienfans. 3 Jahre haben wir danach auf Staffel 2 von Wednesday warten müssen und nun ist sie endlich da. Also, zumindest die erste Hälfte, in Form von Episode 1 bis 4, bis es am 3. September dann mit den 4 finalen Folgen weitergeht. Und damit willkommen zurück bei eurem Binger. Ich habe mir die ersten 4 Folgen angeschaut und was ich davon halte, ob sich das lange Warten gelohnt hat und ob Staffel 2 wieder überzeugen kann, erfahrt ihr in diesem Video. Wer die ersten 4 Folgen noch nicht gesehen hat, schaltet jetzt lieber ab, denn hier wird es definitiv zu Spoilern kommen. Alle anderen bleiben dran, los geht's! Nach dem Siegeszug der ersten Staffel inklusive viraler Wednesday-Tanzszene auf TikTok und Co. und dem damit verbundenen Hype war meine Erwartungshaltung an Staffel 2 enorm. Aber ich habe mich schon damals gefragt, wie man es in einer Fortsetzung schaffen könnte, das Niveau zu halten. Die ersten 4 Folgen kommen nur langsam in Fahrt. Wo Staffel 1 mit einer bunten Mischung aus Coming Age, Comedy und Krimi glänzte, wirkt der Auftakt von Staffel 2 fokussierter, aber verlässt sich dabei auf alte bekannte Muster. Wednesday scheint als Figur weitgehend auserzählt zu sein. Statt weiterer Charakterentwicklung stützt sich der Plot stark auf ihre übernatürlichen Fähigkeiten und ihr Hobby als selbsternannte Detektivin. Das nimmt der Figur etwas von dem Reiz, den sie zuvor durch Konflikte mit ihrer Umgebung und die leicht angedeuteten inneren Widersprüche hatte. Die schnell erkennbare Main Story führt sich an wie eine 1:1 Kopie der ersten Staffel, mysteriöse Morde, eine Schattenfigur, die Wednesday stalkt und sehr früh die Andeutung, dass ihr Gegenspieler aus Staffel 1 wieder eine Rolle spielen wird, als sie diesen im Zuge ihrer Ermittlungen im Gefängnis besucht. Diese vertraute Struktur sorgt zwar für schnelle Orientierung, nimmt dem Ganzen aber etwas an Spannung, da die Wendungen, wenn man sie denn so nennen möchte, in Folge 2 und 3 oft vorhersehbar scheinen. Erst in Folge 4 zum Mid-Season-Finale drückt Staffel 2 ordentlich aufs Gaspedal. Das Cliffhanger-Ende ist effektiv gesetzt, verspricht Konsequenzen und sorgt für ordentlich Aufwind im bis dahin eher schleppenden Pacing. In der Breite der Folgen passiert eine ganze Menge. Vielleicht zu viel auf einmal für meinen Geschmack. Im Detail sehen wir dabei zum Beispiel einen korrupten neuen Schulleiter, der Bianca erpresst und droht dabei mit Entzug ihres Stipendiums. Er zwingt sie, ihre Kräfte bei Wednesdays Mutter einzusetzen, damit diese wiederum ihre Mutter dazu bringt, der Schule Geld zu spenden. Das ist prinzipiell ein spannender moralischer Konflikt, weil er Bianca mehr Kontur gibt und die Machtstrukturen an der Schule offenlegt. Gleichzeitig nimmt dieser viel Raum ein, ohne die Haupthandlung bislang klar voranzubringen. Dann haben wir Enid, Wednesdays Zimmergenossin. Diese ringt mit ihren Gefühlen für den Freund aus Staffel 1, beziehungsweise mittlerweile Ex-Freund, da sie sich bereits vor einem klärenden Gespräch mit ihm zu einem Jungen aus ihrem Rudel hintreiben ließ. Diese Geschichte bleibt emotional jedoch sehr blass und wirkt daher eher als Lückenfüller, bis der rote Faden weitergesponnen wird. Ganz anders ist es bei dem Konflikt von Wednesday und ihrer Mutter um die Unberechenbarkeit ihrer Kräfte. Dieser ist thematisch stark und hätte durchaus das Potenzial für eine echte Weiterentwicklung rund um die Hauptfigur. Aber in den ersten 4 Folgen verläuft die Konfrontation schnell nach einem eintönigen Muster und mündet vorerst in einem Duell von Mutter und Tochter um das Buch, welches Wednesday benötigt, um ihre Kräfte wiederzuerlangen. Wobei nebenbei bemerkt, einem nicht wirklich klar gemacht wird, warum sie ihre Fähigkeit plötzlich nicht mehr abrufen kann. Ja, es wird davon gesprochen, dass sie diese überstrapaziert hat, aber so richtig zündet diese Wendung nicht. Ach ja, und Wednesdays Bruder Paxley gibt es da auch noch, der nun ebenfalls auf das Internat Nevermore geht. Dieser findet nur schwer Anschluss bei den Mitschülern und erweckt dann während eines Alleingangs mit seinen elektrischen Fähigkeiten versehentlich einen Zombie aus einer altbekannten Schullegende. Diesen hält er dann als Haustier, indem er ihn gemeinsam mit dem widerwilligen Eugene angekettet versteckt. Es kommt, wie es kommen muss, und er kann sich mehrfach befreien, metzelt sich durch die Gegend und scheint durch den Verzehr von menschlichem Hirn zu regenerieren. Bislang ist die Figur von Paxley bei mir eher in der Schublade hätte es nicht gebraucht. Darüber hinaus wirkt er nicht wie ein Mitglied der Addams Family, sondern eher wie ein beliebiger Schüler von Nevermore, was nochmal dadurch verstärkt wird, dass er kaum einen Dialog führen kann, ohne ein Chill am Anfang zu setzen. In der Summe sind die Nebenplots ganz nett, aber sie überladen irgendwie die Episoden. Ich hatte das Gefühl, immer wieder zwischen halbgaren Konflikten zu springen, was der Spannungskurve auf jeden Fall nicht gut getan hat. Im Gegenteil. Bei den Gags verlässt sich die Serie auf altbewährtes, was
nichts Schlechtes sein muss, aber dennoch Remix statt frischer Einfälle. Wednesday agiert wieder als zynischer Anker, doch ihre Motivation ist nicht immer klar nachvollziehbar. Sie stürzt sich in Ermittlungen, deren persönlicher Antrieb teilweise unklar bleibt, oder sie verweigert Kooperation aus Prinzip, obwohl die Lage anderes nahelegt. Das mag zur Figur passen, wirkt in Staffel 2 aber weniger wie Charakterkonsequenz, sondern mehr wie Mittel zum Zweck für den Plot. Was die Serie weiterhin trägt, ist ganz klar Jenna Ortega. Sie setzt Wednesday erneut unverkennbar in Szene. Trocken, kontrolliert, mit minimalistischem Minenspiel, das in entscheidenden Momenten bricht. Ihre Präsenz sorgt dafür, dass auch schwächere Szenen funktionieren. Bei den Nebenfiguren bleiben die Highlights jedoch verstreut. Bianca gewinnt Profil. Enid liefert ein wenig Wärme und Kontrast, während Wednesdays Bruder bislang wie ein Fremdkörper wirkt. Unterm Strich ist der erste Teil von Staffel 2 eine ordentliche Fortsetzung, die unter dem Erbe ihrer eigenen Erfolgsformel unter Druck gerät. Hardcore-Fans der ersten Staffel bekommen genug, um zufrieden zu sein. Vertraute Figuren, bekannte Muster, solide Stimmung und mit Jenna Ortega eine Hauptdarstellerin, die weiterhin ausnahmslos glänzt. Alle anderen hingegen dürften den Auftakt eher als schleppend und etwas erzwungen empfinden, mit zu vielen Nebenschauplätzen und zu wenig echtem Fortschritt. Dennoch, das Mid-Season-Finale zeigt, dass noch einige Pfeile im Köcher sind. Die Weichen für die zweite Hälfte sind definitiv gestellt. Der Cliffhanger verspricht Konsequenzen und die Hoffnung bleibt, dass die Serie ab Folge 5 die eigenen Strukturen weniger recycelt und uns mit mindestens einer überraschenden Wendung daran erinnert, warum Staffel 1 damals so frisch wirkte. Ich bin jedenfalls gespannt, ob eventuell momentan überflüssig wirkende Nebenplots am Ende in einem großen Finale aufeinandertreffen. Und nun frage ich euch, wie hat euch bislang Staffel 2 gefallen? Wurden eure Erwartungen erfüllt? Freut ihr euch auf die zweite Hälfte ab Anfang September? Schreibt es mir in die Kommentare und, wenn euch das Video gefallen hat, dann liken und, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.